Hallo zusammen, ich mache hier mal eine kurze Demonstration zum Thema Training von Ziegen mit Futter und wie ich das angehe, dass man mit ihnen arbeiten kann mit Futterlob, ohne dass das zu einem riesen Stress ausartet und ja, einfach ohne dass die einen dann nur noch ständig in der Tasche hängen. Ich arbeite viel mit Futterlob, weil das für mich sehr gut funktioniert und weil ich so einfach eine gute Motivation bei ihnen hinbekomme. Und ja, also Ziegen sind halt durch Futter einfach extrem einfach zu trainieren, lernen wahnsinnig schnell. Und ich mache das schon lange so und für mich funktioniert das gut. Ich möchte nicht sagen, dass jeder mit Futter arbeiten sollte. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie gut du damit umgehen kannst, dir deinen Raum zu halten. Also dass die halt dann wirklich auch dich respektieren. Das ist ohne Futterlob eher einfacher. Aber zum Beispiel Sachen wie der Rückruf, das funktioniert halt mit Futterlob extrem gut. Du musst das ein bisschen für dich selbst herausfinden, ob du mit Futterlob arbeiten willst und wie viel. Und dann ist auch noch ein Thema, die Frage ist auch, welche Qualität vom Futterlob gibst du ihnen. Hallo Chico, ich habe hier so Pellets aus Esparset oder Heukops, die sind sehr beliebt. Es gibt auch Pellets aus der Maispflanze, von der ganzen Maispflanze, deshalb kann ich damit arbeiten bei den Böcken, sonst wären die zu eiweißreich. Also Kraftfutter in dem Sinn gebe ich halt meinen Böcken nicht, wegen dem Risiko auf Harnsteine. Die lieben sie, also für die machen sie alles. Und da werden sie auch total gaga, wenn man damit arbeitet. Dann nutze ich manchmal einfach Futterlob, das weniger beliebt ist bei ihnen. Zum Beispiel hat dann nur noch Apfelstücke oder Karottenstücke oder Nüsse oder einfach ein Blatt. Du musst so ein bisschen rausfinden, was deine Ziegen gerne haben. Chico, nee, nee. Okay. Und ja, und wenn man eben merkt, dass die zu verrückt werden und sich gar nicht mehr spüren, dann halt einfach vielleicht etwas nehmen, was sie ein bisschen weniger gerne mögen. Das ist so ein Tipp, den ich geben kann. Und der andere, wenn du mit Futterlob arbeitest, musst du unbedingt auch Futterlob-Training machen. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, ich packe mir jetzt hier eine Bauchtasche um, arbeite mit Futterlob und dann ist das super. Du musst es wirklich mit ihnen üben, dass das eine Disziplin ist. Also das, was er gerade macht zum Beispiel, das darf er nicht. Ich habe ein paar Grundregeln für meine Ziegen. Es gibt nur Futterlob von mir ausgestreckt, also nie hier direkt aus der Tasche, sowas, das nicht. Sie müssen immer einen Abstand wahren. Wenn sie den nicht haben, müssen sie zuerst von mir wegstehen. Und auch wenn ich die Hand in die Tasche mache, das ist immer so ein Triggerpunkt, dann gibt es halt erstmal nichts. Gut, und dann müssen die zuerst wirklich von selbst zurückstehen und ich füttere immer mit der ausgestreckten Hand von mir weg, nie direkt hier. So, das nicht, dann gibt es nichts. Gut, und sie können dann auch lernen, von selbst eben zu weichen. Super. Die können das wie ein Trick lernen, dass sie wissen, wenn sie wissen, ja, ich habe hier die Hand drin, dann kommen sie vielleicht her. Gut, dann gibt es aber das Futterlob erst, wenn die gehen. Genau. Das ist Regel Nummer 1. Immer an der ausgestreckten Hand füttern, nie direkt bei mir. Und die zweite Regel ist, es gibt nur was, wenn sie was dafür machen. Manchmal ist das wenig, sieht nach nichts aus, aber sie leisten eigentlich immer etwas fürs Futter. Es gibt nicht einfach so Futter, weil sie süß sind. Und vielleicht noch Regel Nummer 3. Mein persönlicher Raum wird respektiert. Und auch untereinander. Also ich übe auch ganz bewusst, dass ich jede Ziege zu mir herholen kann und auch die Rangniedrigen von mir Futter bekommen können, wenn die Ranghohen daneben stehen. Und ich die bin, die sagt, wann wer was bekommt. Und das muss man wirklich üben. Also das kommt nicht von alleine. Das muss man sich bewusst sein. Aber das heißt nicht, dass du jeden Tag stundenlang üben musst, sondern einfach konsequent, immer wenn du den Futterbeutel dabei hast, diese Regeln durchsetzen. Das ist eigentlich alles. Wie übe ich das?